So, guten Morgen. Willkommen zu meinem Video über die bei weitem die größte Tour, die ich je geplant habe. 240 Kilometer sind angesagt. Mal schauen, wie weit ich komme und ob ich das überhaupt schaffe. Aber um das herauszufinden, gibt es nur einen Weg. Lasst uns starten, lasst uns fahren und dann schauen wir, was die Tour heute so bringt. Es gibt so 3 Problemkreise oder Schwierigkeitsgruppen bei dieser Tour. Die erste ist natürlich mal offensichtlich die Tour selber, 240 Kilometer, aber auch die Topografie. Es sind über 2900 Höhenmeter und es ist natürlich schon ziemlich happig. Wir fahren jetzt zuerst mal nach Fribourg, das ist dann die erste größere Station. Von dort geht es dann dem Lac de la Gruyère entlang, runter nach Gruyère. Dann geht es rüber nach Bulle, Châtel-Saint-Denis und von dort dann runter an den Genfersee, nach Vevey, weiter nach Montreux und dann über Villeneuve rüber ins Wallis. Dann geht es eigentlich alles der Rhône entlang, dann durchs Wallis, durchs Rhônetal, Sion-Sierre. Dann kommt dann der Endgegner. Der große Aufstieg zum Schluss fängt dann an mit einem leichten Anstieg in die Weinberge, Salge, Schwaren, dann rüber nach Leuk und dann kommt eben dann noch so zum Nachtisch, zum Abschluss der große Anstieg hoch nach Leuker Bad, über Albinen, das wäre so der Plan. Der zweite Problemkreis ist mein Alter. Ich bin über 50, schon eher Mitte 50. Ja, man merkt es halt schon, man ist nicht mehr 20, funktioniert nicht mehr alles so auf Top-Performance. Ja, hilft sicher nicht für diese Strecke, aber eben mal gucken, wie weit man auch noch in noch etwas fortgeschrittenem Alter noch kommt. Und zu guter Letzt gibt es noch eine dritte Schwierigkeit, das ist mein Gewicht. Ich wiege aktuell etwas über 90 Kilo und ja, ist halt schon eine Masse, die man hier bewegen muss. Gerade am Berg macht sich das dann schon deutlich bemerkbar. Ja, da muss man dann schon einiges an Watt treten, damit man sich vorwärts bewegen kann. Ja, und all diese 3 Blöcke, diese 3 Themenkreise, das macht es doch zu einem unsicheren Unterfangen. Aber ich möchte die Tour wirklich auch genießen. Das Wetter ist super, die Gegend ist wunderbar und das andere ist einfach der Bonus, dass wir schauen, wie weit ich komme. Wir sind jetzt hier in Schwarzenburg angekommen. Das ist die letzte Ortschaft im Kanton Bern. Geht jetzt dann gleich runter an die Sense, so der Grenzfluss zwischen Kanton Bern und Kanton Fribourg. Zuerst eine coole Abfahrt, aber wie so häufig, wenn es eben runter geht an einen Fluss, muss ich dann auch wieder hoch. Da steht dann so der erste steile Anstieg des Tages an. Sind wir in Fribourg, aber ja, ihr seht da vorne, es geht knackig hoch in diesen Anstieg.
Das war jetzt der erste knackige Anstieg des Tages. Mit gut 10, fast 11%. Und jetzt rollen wir weiter gemütlich Richtung Fribourg. Das erste Etappenziel ist geschafft. Wir fahren hier in Fribourg ein. Jetzt geht es dann weiter an den Lac de la Gruyère Richtung Gruyère. Wir sind raus aus Fribourg. Jetzt sind wir gerade in Marly eingefahren. Danach nichts, bis dann wieder etwas auf kleinere Straßen gehen kann. Ich freue mich dann jetzt auf den Lac de la Gruyère. Kirche in Marly. Wenn alles klappt, müsste hier jetzt dann ein erster Wasserstopp möglich sein. Gut 60 Kilometer sind gemacht. Die Beine funktionieren noch gut, macht immer noch sehr Spaß. Und jetzt sind wir dann beim Lac de la Gruyère, so die nächste Station auf der Tour. Sieht einfach wunderbar aus, wirklich tolle Aussicht. Für die Energie habe ich einfach Zucker mitgebracht. Das ist ganz gewöhnlicher Haushaltszucker, den ich hier dem Wasser beimische. Hat auch noch eine Prise Salz drin, um das Schwitzen etwas auszugleichen. Und ich hoffe, dass ich so größtenteils mit meiner Energie über die Runden komme. Der erste Meilenstein ist geschafft. Die 100 Kilometer sind voll. Soweit fühle ich mich eigentlich noch ganz gut, ziemlich frisch. Die Beine, die drehen auch noch ganz toll. Ja, soweit kann ich mich wirklich nicht beklagen. Jetzt bin ich gerade durch Château Saint-Denis durchgefahren. Dort gab es auch noch eine kleine Pause. Kleine Stärkung mit einer Cola, einem kleinen Snack, und die nächste Etappe geht dann jetzt Richtung Genfersee runter nach Vevey.
angelangt, weiter entlang des Genfersees. Das tut gerade richtig gut, so nach Stadtverkehr wieder hier in der freien Natur zu sein. Man kann es wieder rollen lassen, keine Ampeln, die einen stören, und die Aussicht ist natürlich phänomenal. Hier geht es jetzt über die Rhone. Wir verlassen jetzt den Kanton Waadt und gehen jetzt rüber in den Kanton Wallis. Jetzt geht es dann dem Rhone-Radweg entlang. Ich glaube, das ist auch eine super Gegend, sehr angenehm zum Radfahren. Kann man es ein bisschen rollen lassen, geht natürlich leicht bergauf gegen die Strömung, aber große Steigungen wird es jetzt dann einfach am Schluss wieder geben. Ich fühle mich nach wie vor gut. Es sind jetzt irgendwie 135 Kilometer auf der Uhr. Ja, geht. Halt einfach immer im Hinterkopf, dass der anstrengendste Teil dann am Schluss noch kommt. Stellt sich natürlich schon die Frage, warum mache ich sowas? Ich bin immer schon gern Fahrrad gefahren, Mountainbike, noch mit dem Gravelbike oder auch E-Bike zur Arbeit. Aber irgendwie habe ich so in den letzten Jahren ein bisschen den Faden verloren, immer weniger trainiert. Ich habe dann wirklich stark am Gewicht zugelegt. Und jetzt letzten Sommer hatte ich mal wieder so ein bisschen Mumm, habe dann wieder ein bisschen mehr Ausfahrten gemacht. Aber dann war natürlich wieder die Schwierigkeit, was passiert durch den Winter. Dann fährst du nicht mehr und du verlierst wieder deine ganze Fitness. Und es ist dann einfach mühsam, wenn du im Frühling wieder anfängst. Um das zu durchbrechen, habe ich mir jetzt letzten Herbst einen Rollentrainer zugelegt. Und das war wirklich eine coole Investition. Ich habe es wirklich geschafft, regelmäßig zu trainieren, auch strukturiert trainiert. Aber eben so Rollentraining ist jetzt nicht gerade so wahnsinnig spannend. Und so als Motivationskick habe ich mir gesagt, hey, versuch mal eine längere Strecke zu fahren. Und jetzt ist eben diese Idee geboren, 240 Kilometer bis ins Leukerbad. Erster Hitzetag des Jahres. Wir haben die 30 Grad Marke geknackt. Gut, ich meine, es könnte ja auch regnen, aber man merkt halt schon die Hitze, es zerrt und einfach dieser ganze Weg hier der Rhone entlang. So langsam baut sich die Müdigkeit auf, aber ja, im Moment fahre ich weiter. Der nächste Grund zum Feiern steht an. Die 200 Kilometer sind voll. Auf meinem Computer sind es halt immer noch 50. Ich habe mich 2-3 Mal verfahren. Waren noch 2 Straßen gesperrt. Ja, das gibt wieder einen Motivationsboost. Aber eben der giftige Anstieg, der steht noch an.
So, in Sierre angekommen. Letzte Station, bevor es dann zu den knackigen Aufstiegen geht. Zuerst hoch Richtung Salgesch-Waren und dann eben noch ein großer Anstieg Richtung Albinnen-Leukerbad. Aber ich bin jetzt mal froh, schon nur mal hier angekommen zu sein. Und jetzt schauen wir, wie viele Körner noch übrig sind, um den Anstieg zu bewältigen. Ja, jetzt ist brutal. Die Sonne brennt, die Steigung. Ich merke die Distanz. Jetzt wird es ein Kampf. Das wird noch verdammt hart, bis ich oben bin. Mich hier hingesetzt, schön im Schatten bei der Kirche von Salgesch, bevor es dann da die Weinberge hochgeht Richtung Waren. So, weiter geht's. Das ist echt brutal. Die Weinberge hier sind wunderschön, aber die Sonne knallt rein. Es hat 7-8% Steigung. Ja, das gibt mir jetzt gerade den Rest. So, das wäre geschafft, aber Mann, das war jetzt ein Kampf. Und der große Anstieg kommt erst noch. Über die Brücke Richtung Leuk. Vorne sieht man Leuk. Ich habe mich jetzt entschlossen, direkt nach Leukerbad zu fahren. Da spare ich mir jetzt ein paar Kilometer und ein paar Höhenmeter. Aber dafür ist immer noch das Ziel, ankommen in Leukerbad. Da drüben am Hang ist Albinnen. Dort wollte ich eigentlich durch. Aber ich fahre jetzt hier die direkte Straße hoch nach Leukerbad. Ich glaube, das war der richtige Entscheid. Jetzt geht es wieder einigermaßen trotz der Steigung hier hoch, noch ins Leukerbad. Aber gerade so dort um Waren herum, vor Waren in den Weinbergen, da hatte ich echt die Krise. Das hat reingebrannt mit der Sonne. Ich meine, was da irgendwie schon 220, 230 Kilometer gemacht. Ja, das war nicht mehr lustig. So, es ist vollbracht. Ich bin im Leukerbad. Müde, aber sehr zufrieden, dass es geklappt hat. Die Analyse folgt dann. Schaue ich mir dann morgen an, wie die Zahlen ausschauen. Zeit für ein Fazit. Es hat großen Spaß gemacht, tolle Gegenden entdeckt. Auch das Wetter war perfekt. Ich bin natürlich stolz, dass ich es bis Leukerbad geschafft habe. Auf der anderen Seite wurmt es mich natürlich ein klein wenig, dass ich den direkten Weg nach Leukerbad nehmen musste und den Abstecher bis nach Albinnen nicht mehr mit einbauen konnte. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Anstieg begann, da war ich einfach zu kaputt. Das hatte keinen Sinn mehr und es war sicher die richtige Entscheidung, dort den kurzen Weg zu nehmen. Ich war eigentlich erstaunt, wie schnell und wie gut ich unterwegs war und auch wie sich so diese 220 Kilometer haben abspulen lassen. Aber dann irgendwie so wirklich, ich glaube es hat 210, 220 kam irgend so ein Hammer
Richtig brutal wurde es dann beim Aufstieg, eben Saalgesch hoch nach Waren durch die Weinberge. Und dort hatte ich das Gefühl, ja, jetzt gibst du auf, das ziehst du nicht durch. Wie es so ist, dann macht man natürlich nochmal den nächsten Kilometer, nochmal einen Kilometer. Ich habe es dann bis Waren hoch geschafft. Hier in den Bergen war die Sonne schon weg, die war hinter den Bergen verschwunden. Es wurde dann merklich kühler und irgendwie kam dann plötzlich die Energie wieder. Da war dann aber irgendwie klar, nein, es geht halt doch noch irgendwie. Und so habe ich mich dann doch noch hochgeschleppt bis nach Leukerbad und das jetzt doch geschafft. Und die Tour, wenn auch nicht ganz auf der Originalroute, aber so doch immerhin bis nach Leukerbad zu Ende gefahren. Noch ein bisschen was zu den Statistiken. Also im Total waren es jetzt knapp 250 Kilometer, es waren 249,69 Kilometer. Die vergangene Zeit seit dem Start waren im Total 14 Stunden, 17 Minuten. Und das ergibt dann eine Total Moving Time von 12 Stunden und fast 55 Minuten. Das führt zu einem durchschnittlichen Moving Speed von 19,3 Kilometer. Betreffend der Höhe, schlussendlich waren es 2751 Meter. Den ganzen Track findet ihr auch auf Strava. Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr es euch mal angucken wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden mit ein paar Impressionen aus Leukerbad.